So we begin. Oh, Holy Spirit, O help Heiliger us. Geist, hilf uns. Catena Aurea, the golden chain. Catena Aurea, die goldene Kette. Thomas Aquinas collected all the teachings from the doctrines of the church and the fathers of the church. Thomas von Aquin hat alle Kommentare der Kirchenväter zum Evangelium zusammengesammelt. And now we take, this is only St. Matthew's Gospel. Wir werden jetzt nur das Matthäus-Evangelium behandeln. We don't know how many months will take to learn this. Und wir wissen nicht, wie viele Monate wir brauchen werden, um But das we zu begin. lernen. Aber wir fangen mal an. So, Gospel of Matthew chapter 1. Also Matthäus-Evangelium Kapitel 1. It begins with the first word, the book of generation of Jesus Christ, son of David, the son of Abraham. Es beginnt mit dem Satz Geschlechtsbuch Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Now the commentary is like St. Thomas Aquinas take every word and then collecting all what is written about that word by all the church fathers is narrated. Also der Kommentar baut sich so auf, dass er jeden Satz einzeln anführt aus dem Evangelium und dann jeden Kommentar, der da zu diesem Satz dazu passt, von den verschiedenen Kirchenvätern anfügt. So I may not read everything because then it will be very difficult. Also ich werde auch nicht alles lesen, denn das würde sich sehr schwierig But the main gestalten. points I will take. Aber die Hauptpunkte werde ich herausnehmen. Now, the first explanation is quoted from Saint Jerome. The prologue in Matthew. Das erste Zitat wird herausgenommen hier vom heiligen Hieronymus. The face of a man, as mentioned in Ezekiel's vision, signifies Matthew, who accordingly opens his gospel with the human genealogy of Christ. Also, weil das Menschenhaupt den Matthäus bezeichnet, also wieder Bezug nehmend auf diese Ezechiel-Stelle, der Mensch, so fing er gleichsam vom Menschen zu schreiben an, indem er sagte, das Geschlechtsbuch und so weiter. So Ezekiel 1:5, it's good to go through that. Also, Ezekiel chapter 1, verse 5. Bezug genommen wird hier eben auf Ezechiel, Kapitel 1, Vers 5. Wherein we have already learned about the four creatures referred there. Wir haben schon von den 4 Kreaturen gehört. So in which the first is from within it figures in the likeness of 4 living creatures appeared. This is what they looked like. They were in human form, but each had 4 faces and 4 wings, and their legs were straight. The soul, okay, that's enough. Also mittendrin erschien etwas wie 4 Lebewesen, und das war ihre Gestalt. Sie sahen aus wie Menschen. Jedes der Lebewesen hatte 4 Gesichter und 4 Flügel. So this is what we heard. The gospel, 4 gospels have 4 symbols of 4 creatures with wings, out of which Matthew's gospel is represented by man. Also das haben wir eben schon gehört gestern, dass es diese 4 Kreaturen gibt und jede dieser Kreaturen wird einem Evangelium bzw. einem Evangelisten zugeschrieben und dem Matthäus-Evangelium wird hier die Kreatur Mensch zugeschrieben. So, St. Jerome's explanation is about the genealogy of Jesus Christ. St. Jerome says Matthew started with the human genealogy of Jesus Christ, as Matthew's gospel symbolizes the human.
Also darum sagt hier der heilige Hieronymus, dass der Mensch das Matthäusevangelium bezeichnet, so fing er gleichsam vom Menschen zu schreiben an, indem er sagte, das Geschlechtsbuch Jesu The Christi. face und so of weiter. man. Also das Antlitz des Menschen. Yes. And Rabbanus, another teacher, by this exordium, he shows that it is the birth of Christ according to the flesh that he has undertaken to narrate. Der heilige Rabbanus sagt, durch diesen Eingang zeigt er genügend an, dass er die Geburt Christi nach dem Fleisch darstellen wollte. And what is the exhortation? That is the book of generation of Jesus Christ, the son of David, son of Abraham. Again we are saying the Also first der sentence of Titel, Matthew's Gospel. wie gesagt, es bezieht sich alles auf diesen Titel Geschlechtsbuch Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. I may read it again and again because so many things are defined from this one sentence. Ich werde das immer wieder vorlesen, weil es eben um die Erklärung dieses Satzes geht. This one sentence, the first sentence of the New Testament is like the Genesis of the New Testament. Also der erste Satz des Neuen Testaments ist so wie der erste Satz vom Buch Genesis. Genesis of New Testament. Es ist die Genesis des Neuen Testaments. So through this, Saint Rabbanius says that Matthew wants to narrate the the flesh, according to flesh, Jesus Christ was born. Also der heilige Rabbanus möchte hier sagen, dass die Geburt Jesu, das Matthäusevangelium die Geburt Jesu Christi dem Fleisch nach darstellen will. Birth of Christ according to the flesh. Die Geburt Christi dem Fleisch nach darstellen That will. he has, okay. Now, Saint Chrysostomos says, Matthew wrote for the Jews, and in Hebrew, it seems to be the general witness of antiquity that there was a Hebrew copy, St. Matthew's Gospel, whether written before or after the Greek. The Hebrew copy was interpolated by the Ebionites. To them, it was necessary to explain the divinity. It was unnecessarily to explain the divinity which they recognized, but necessary to unfold the mystery of the incarnation. Yes. Denn er schrieb für die Juden, so dass es überflüssig war, die Natur der Gottheit, die sie erkannten, darzulegen. Aber es war notwendig, ihnen das Geheimnis der Menschwerdung zu zeigen. You said about John? Yeah, it is okay. We can see in the German translation, some things are not written, that is actually not needed. Also in der deutschen Fassung sind einzelne Sätze mittendrin nicht übersetzt worden, Yeah, that is not needed. weil es anscheinend nicht gebraucht wird. So, that is, the Jews know very well about the divinity of Jesus, but they were not so much aware about the humanity, the human nature of Jesus. Also die Juden wussten sehr genau Bescheid über die Gottheit Jesu, aber eher fremd war ihnen die Menschheit Jesu. Yes. So this is very important for us. For us, Jesus is God, no doubt. Also für uns ist das sehr wichtig, denn kein Zweifel, Jesus ist für uns Gott. But we should know he is true man. Aber wir müssen wissen, er ist auch wahrer Mensch. That I think it is good that we know more and more about his perfect man, born from a human family,
from a human Es genealogy. ist gut zu wissen, dass er eben auch ein vollkommener, wahrer Mensch war, geboren aus einer menschlichen Familie, von einem menschlichen Familienstammbaum abstammend. So that is what now all the saints are explaining from das the word erklären of first hier- sentence of Matthew. Das erklären hier jetzt eben auch all die Heiligen über diesen ersten Satz im Matthäus-Evangelium. So, to them, once again, to them it was unnecessary to explain the divinity which they recognize, but necessary to unfold the mystery of the incarnation. Also es war überflüssig, die Natur der Gottheit, die sie erkannten, darzulegen, aber es war notwendig, ihnen das Geheimnis der Menschwerdung zu zeigen. John wrote in Greek for the Gentiles who knew nothing of the Son of God. They request therefore to be told first the Son of God was God, then that this deity was incarnate. Johannes aber schrieb für die Heiden sein Evangelium, welche nicht wussten, ob Gott einen Sohn habe. Deshalb war es notwendig, ihnen zuerst zu zeigen, dass der Sohn Gottes Gott ist, sodann, dass er das Fleisch annahm. Yeah. So that is the difference why St. John's Gospel speak more about his divinity, because it was written to Gentiles. Darum hat Johannes eben mehr über die Gottheit Jesu gesprochen, weil sich sein Evangelium an die Heiden richtete. Gentiles, but believers. An die Heiden, aber an die gläubig gewordenen Heiden. So in John's Gospel, you will find this expression: whoever believes in me, whoever believes in me. Und darum finden wir auch oft im Johannesevangelium diesen Ausdruck, wer immer an mich glaubt, wer an mich glaubt. Yes. Okay, now again, Saint Rabanus. Though the genealogy occupies only a small part of the volume, he yet begins thus the book of generation. Also der heilige Rabanus wieder. Obschon das Geschlechterregister nur einen kleinen Teil vom ganzen Buch einnimmt, so sagt er doch Geschlechtsbuch. Is it good? Mhm. Okay. So, you see the words what Saint Matthew wrote? The book of generation. Also die Worte, die Matthäus, Yeah, Matthias, sorry. die Matthäus verwendet hat, war eben Geschlechtsbuch. Book. But it's only not even one chapter. Und obwohl es nicht einmal ein Kapitel Only one, ist. less than a chapter. Also es ist weniger sogar als ein Kapitel. Chapter 1, verse 1 to 16. Also es ist von Vers 1 bis Vers 16 und Matthäus schreibt trotzdem Geschlechtsbuch. Yes. Book of generation. Geschlechtsbuch. Why he said book of generation? Warum sagt er Geschlechtsbuch? The Banu says, though the genealogy occupies only a small part of the volume, he yet begins thus the book of generation, for it is the manner of the Hebrews to name their books from that with which they open as Genesis. Also obschon das Geschlechtsregister nur einen kleinen Teil vom ganzen Buch einnimmt, so sagt er doch Geschlechtsbuch. Denn die Hebräer haben die Gewohnheit, das ganze Werk nach den Anfangsworten zu benennen. Yes. Wie zum Beispiel Genesis. Yeah. So this is the style of the culture of Hebrews. When they write something, they begins in this way. Also das ist einfach die Art der Hebräer, dass wenn sie etwas zu schreiben beginnen, ein Werk, dann benennen sie es nach dem ersten Wort. Yes. So that way when I say Genesis is very correct. Und darum, wenn ich Genesis sage, dann ist das hier sehr zutreffend. And now the full expression would be, this is the book of the generation. But this is a unusual ellipse, the vision of Isaiah, for this is the vision.
We shall read it. Yeah? Deutlicher wäre der Sinn, wenn er hieße, dies ist das Geschlechtsbuch. Aber diese Sprachweise findet sich an vielen Stellen wie Gesicht des Isaias, das heißt, dieses ist. Yes. Generation, he says in singular number. The word used is singular, generation. Also er verwendet das Wort Geschlecht, das ist sozusagen Generation, das ist sozusagen ein Singular, ein Einzahl. He says in the singular number, though there be many here given in the succession, as it is for the sake of the one generation of Christ, that the rest are here introduced. Praise the Lord. Es heißt aber ausnehmend Geschlechtsbuch, obwohl viele Geschlechter angeführt werden, weil hier die übrigen wegen des Geschlechtes Christi eingeführt werden. Yes. All it is written is not to explain all what about their generations, but about one person, Christ. Also es geht nicht darum, alles zu erklären in diesen Generationen, sondern es geht um die eine Person darin, Jesus Christus. In another way, all these persons were born for Christ. Also anders ausgedrückt, all diese Personen wurden geboren wegen Christus. They are in the generation of Christ. Also sie sind in diesem Stammbaum Christi, in dieser Generation Christi. Not that Christ is in the generation of them. Aber es ist nicht so, dass Christus in ihrer Generation ist. Understand it? Versteht ihr das? Once again, he says in the singular number, though there be many here given in succession, as it is for the sake of one generation of Christ, that the rest are here introduced. Es heißt aber ausnehmend Geschlechtsbuch, obwohl viele Geschlechter angeführt werden, weil hier die übrigen wegen des Geschlechtes Christi eingeführt werden. Yes. Saint Chrysostomos, or he therefore entitles it the book of generation, because this is the sum of the whole dispensation, the root of all its blessing, that God become man. For this once affected, all other things followed, of course. Where are we reading? What was the first sentence? Yeah. He therefore entitles the book of generation because this is the sum of the whole dispensation. Oder er nennt darum dieses Buch Geschlechtsbuch, weil es der Gipfel des Erlösungswerkes und die Wurzel aller Güter ist, dass Gott Mensch geworden ist. Correct. Yeah. But it is, you see, it is in one. Yeah. So I don't know. It is from Chrysostom. Okay. So, the point we must understand is, because this is the sum of the whole dispensation, the root of all its blessings is that God became man. Oder er nennt dieses Buch darum Geschlechtsbuch, weil es der Gipfel des Erlösungswerkes und die Wurzel aller Güter ist, dass Gott Mensch geworden ist. What is the purpose of this generation? Was ist der Zweck dieses Stammbaums? To show that God became man. Aufzuzeigen, dass Gott Mensch geworden ist. God became man. Gott wurde Mensch. We learned about that. It is not his weakness
that God has become man, how weak he became. Wir haben schon gelernt, dass Gott nicht aus einer Schwäche heraus Mensch geworden ist. But it is a biggest powerful thing happened in the universe, that the God became man. Sondern es ist die großartigste Sache im ganzen Universum, dass sozusagen Gott Mensch wurde. For that, to arrive that, it is not accidentally arrived. It was planned before many generations, before the foundation of the world. Also das war ja schon geplant vor Erschaffung der Welt und sozusagen um das zu erreichen, bediente sich Gott dieses Familienstammbaumes. Yes. It is not happened by chance. Sondern es ist nicht zufällig oder irgendwie geschehen. Yes. God became man. Gott wurde Mensch. So God back calculated this, how it should develop. So he brought a man he called a man Abraham. Also Gott hatte ja gewusst, was er vorhatte, und deswegen hat er diesen einen Mann Abraham berufen. So that is the next sentence. Abraham began Isaac, and Isaac begot Jacob. Jacob begot Judas and his brethren. Und das ist dann auch der nächste Satz. Abraham zeugte den Isaak, Isaak aber zeugte den Jakob, Jakob aber zeugte den Judas und dessen Brüder. But sorry, we have to go 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages only about this one sentence. Es tut mir leid, also wir sind noch nicht bei Abraham, wir müssen vorher noch durch 6, 7 Seiten durch. Yeah. Wir sind noch beim ersten Satz. I request you to be patient. Have patience and let us understand what are all the viewpoints we get from on this one sentence. Ich bitte euch, dass ihr alle geduldig bleibt und and what? From this one sentence that is about the book of generation of Jesus Christ, about this one sentence, Also, we are going to have 6 pages explanation. Ja. Also ich bitte euch um Geduld, weil wie gesagt die Auslegung dieses einen Satzes, Geschlechtsbuch Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, also gibt es 6, 7 Seiten Erklärung dazu von den Kirchenvätern. Because that is the genesis of the New Testament. Weil das eben die Genesis des Neuen Testaments ist. So we are also learning, we are doing a research. Wir lernen deswegen auch Research, Arbeit. Ha? Aha, wir stellen Nachforschungen an. Yes. Okay. Now continue again, Rabbanius. He says, the book of generation of Jesus Christ, because he knew it was written, the book of generation of Adam. He begins thus then, that he may oppose book to book the new Adam to the old Adam. For by the one were all things restored which had been corrupted by the other. Er sagt, also jetzt ist wieder ein Zitat vom heiligen Rabbanus, er sagt aber Geschlechtsbuch Jesu Christi, weil er wusste, dass geschrieben steht, Geschlechtsbuch des Adam. Und darum begann er so, um ein Buch dem anderen entgegenzusetzen, den letzten Adam dem ersten, weil alles durch jenen wiederhergestellt wurde, was durch den ersten verdorben worden war. In the case of Luke, it is straight going up to Adam, the son of God. It's not written here. Also bei Lukas. This is my own commentary. Yeah. Can you repeat it? The genealogy according to Luke. Also der Familienstammbaum nach Lukas. It ends up to Adam. Der endet mit Adam. Whereas Matthew begins with Abraham. Während Matthäus mit Abraham beginnt. Yes. Now we come to Saint Jerome. We read in Isaiah, who shall declare his generation?
Isaiah 53:8. But it does not follow that the evangelist contradicts the prophet or undertakes that he declares impossible. For Isaiah is speaking of the generation of the divine nature, St. Matthew of the incarnation of the human. Rabanus, Bereshit. Jerome. After Rabanus. After Rabanus, Bereshit. And even it is not clear where it starts. Anyway, so you extempore, you speak from me. St. Jerome says, we read in Isaiah chapter 53:8. Also der heilige Hieronymus sagt, wir lesen in Jesajas Kapitel 53,8. Who shall declare his generation? Wer kann seine Abstammung zählen? Isaiah Erzählen? 53:8. It is good that you open and read this. Lesen wir in Jesaja 53,8, schlagen wir es auf. Saint Jerome is a great man who has eaten the whole scripture. Der heilige Hieronymus ist ein großartiger Mensch, der die ganze heilige Schrift gegessen hat. 53:8. Jesaja 53,8. The end may be saying, in different language it will be different. The meaning will be, It's another who translation. shall declare his generation? Also in einer anderen Bibelübersetzung, bei uns heißt es anders, da heißt es, wer kann seine Abstammung erzählen? It's written here. Ja, but not all. Das ist nicht die Stelle, die uns gesagt wurde. Ja, What is written there? Who knows his destiny? darum sagte ich ja in einer anderen Übersetzung, nicht in unserer Bibelstelle, sondern in einer anderen Übersetzung. Isaiah 53:8. Jesaja 53,8, es steht in unserer Übersetzung nicht drin. Who shall declare his generation? Wie heißt dieses Wort in der anderen? Ich habe es gerade vorgelesen. Wer kann seine Abstammung erzählen? Das war das Wort. Das steht That nicht is in good, dem no? Wort Jesaja 53,8. This sounds the same meaning. Now you understand there is a need of learning Greek, Latin to understand Bible. Also ihr seht jetzt, dass es notwendig ist, Griechisch und Latein zu lernen, um die Heilige Schrift zu verstehen. Okay, so who shall declare his generation? This is a very important point, what Isaiah said, but he meant about his divine generation. Also wer kann seine Abstammung erzählen? Und der Jesaja hat hier seine göttliche Abstammung gemeint. But Saint Jerome says, but Matthew says, I shall declare his generation, his human generation. That's what Saint Jerome explains here. Aber der heilige Hieronymus, ja, but say it with your words. Because Yes. I read it here or I say it from my words? You read? you have, what is the next sentence? Next sentence is Chrysostomos, and do not consider this genealogy as a small thing. I don't have this. Yeah. So you say, Saint Jerome says, Also der heilige Hieronymus sagt, Matthew declared that I shall proclaim his generation. dass Matthäus erklärt, ich werde seine Abstammung erzählen. As if an answer to Isaiah, who shall declare his generation? Als eine Antwort auf den Propheten Jesajas, Ja. wer kann seine Abstammung erzählen? But one point is very clear here. So he had a generation. Aber eines ist hier sehr klar, er hat einen Stammbaum, eine He has Abstammung. not come just like that. Er ist nicht einfach so erschienen, He is God, become man, er ist Gott, er wurde Mensch with a very clear human generation.
und mit einer sehr nachvollziehbaren Abstammung. Now next is Chrysostomos. Saint Chrysostomos says, do not consider this genealogy a small thing to hear, for truly it is a marvelous thing that God should descend to be born of a woman and to have his ancestors David and Abraham. David and Abraham, see here. But you see it is not written, Chrysostomos. Yeah, there is no reference given. Doch glaube nicht, etwas Geringes zu vernehmen, wenn du von dieser Abstammung hörst. Denn es ist sehr unaussprechlich, dass Gott von einer Frau geboren worden und David und Abraham zu Stammeltern haben wollte. See, in English translation, for every person there is written in a paragraph. But if that would be done in German, then this book will be much bigger. Also im Englischen ist für jede Erklärung von einem Kirchenvater ein schöner Absatz gemacht, eine Pause. Und bei mir geht das alles in einem durch und es ist auch nicht der Kirchenvater immer angeführt. Also ich muss das dann immer suchen, mein Buch wäre sonst noch dicker. But the letters are bigger. Okay. So, Saint Chrysostomos says, do not consider this genealogy as a small thing to hear, for truly it is a marvelous thing that God should descend to be born of woman to have his ancestors David and Abraham. Also der heilige Chrysostomos sagt, doch glaube nicht etwas Geringes zu vernehmen, wenn du von dieser Abstammung hörst. Denn es ist sehr unaussprechlich, dass Gott von einer Frau geboren worden ist und er David und Abraham zu Stammeseltern haben wollte. Why Saint Chrysostomos say this? Because, tell me, have any of us gave any importance to this genealogy as we read Bible? Warum betont das der heilige Chrysostomos? Hat irgendwer also dazu eine entsprechende Frage gestellt? I say, when we read Bible, Wenn wir die Bibel lesen, have you ever given any importance to this genealogy? We just habt ihr je eine Bedeutung diesem Familienstammbaum beigelegt? we just move the page and go to the next. Wir haben einfach umgeblättert und sind zum nächsten That is weitergegangen. genealogy. That has nothing to do with us. Das ist der Stammbaum, das hat nichts mit uns zu tun. So don't consider like that. Aber wir sollen nicht so It's a denken. very important part of the Bible. Es ist ein sehr wichtiger Teil der Bibel. What Carl want to say? In dem Kommentar in der Jerusalemer Bibel steht unter 53,8, wer wird seine Zeugung erzählen? Und da steht noch mehr dabei, die ganz klar darauf hinweisen. Ja. In der Jerusalemer Bibel steht das unten als Fußnote. 53. Und da wird auf das Geschlecht auch eingegangen, aber im Text steht 53,8 nicht. Yeah, this old translation is written here in the commentary. He says, who will declare his Yeah, that is generation? written Wer wird seine Zeugung in the erzählen? footnote. It is Ja, written. also in der Fußnote, Da steht das danke, der Jerusalemer Bibel ist es geschrieben. Yes. It is written in the footnote of the Jerusalem Bible, these words, who shall declare his generation. In der Fußnote der Jerusalemer Bibel zu 53,8 Jesaja steht, wer wird seine Zeugung erzählen? So, Saint Jerome is referring, this generation of Jesus was referred in Isaiah. Also der heilige Hieronymus zeigt hier auf, dass schon im Buch Jesaja Bezug genommen wird darauf. And Chrysostomos says, you have to consider this genealogy as a, do not consider this genealogy as a small matter. It is a very important matter. Und der heilige Chrysostomos sagt, dass wir diesen Familienstammbaum nicht als etwas Geringes annehmen sollen. Es ist etwas sehr, sehr Wichtiges. In the last Glaubenschule, I have
also dealt with this, but maybe little repetition I will have to do here. Wir haben schon in der letzten Glaubensschule davon geredet, aber vielleicht werden wir ein bisschen wiederholen. If not so detailed. Aber wenn nicht, also nicht so detailliert mehr. Okay, now coming to Remigius. Saint Remigius says, though any affirm that the prophet Isaiah does speak of his human generation, we need not answer to his enquiry, who shall declare it? No man, but very few, because Matthew and Luke have. Who is it? Remigius. I don't have it. Der heilige Remigius sagt, wenn aber jemand sagt, der Prophet rede von der Abstammung der Menschheit, so darf man auf die Frage des Propheten nicht antworten, keiner, sondern nur sehr wenige, nämlich Matthäus und Lukas. Yes, which already I said. And again, Rabanus saying, by saying of Jesus Christ, he expresses both the kingly and priestly office to be in him. For Jesus, who first bore this name, was after Moses, the first who was the leader of the children of Israel, and Aaron, anointed by the mystical anointment, was the first priest under the law. Und der heilige Rabanus sagt, wenn er aber sagt Jesu Christi, so drückt er damit die königliche und priesterliche Würde aus. Denn Jesus, der diesen prophetischen Namen trug, war nach Moses der erste Führer des israelitischen Volkes. Ja. Aaron aber, der mit geheimnisvollem Öl gesalbt wurde, war der erste Priester im Gesetz. Yeah. So, Jesus Christ, the very name Jesus Christ expresses these three offices, the kingly, priestly and the prophetic office. Also allein der Name Jesus Christus drückt diese drei Ämter aus, das Königliche, das Priesterliche und das Prophetische. But here, Jesus Christ, the kingly and priestly office to be in him is written. For Jesus, who first bore this name, was after Moses. Also Jesus, wenn er aber hier sagt Jesu Christi, so drückt er damit die königliche und priesterliche Würde aus. Denn Jesus, der diesen prophetischen Namen trug, war nach Moses der erste Anführer des israelitischen Volkes. First, who was leader of the children of Israel, and Aaron, anointed by the mystical ointment, was the first priest under the law. So Moses was the first leader and Aaron was the first priest. Also Mose war der erste Führer des israelitischen Volkes, Aaron war der erste Priester im Gesetz. Now both that office is now in one person, Jesus. Beide diese Ämter sind jetzt in dieser einen Person Jesu Christi vereint The worden. office of a leader of Moses and priestly office of Aaron is now in Jesus. Das Amt des Führers, das Mose innehatte, und das Amt des Priesters, das Aaron innehatte, ist jetzt in der Person Jesu Christi vereint. Shall we stand up and sing a song? Stehen wir auf und singen wir ein Lied? Yes.